Momentan überschlagen sich ja die Ereignisse um die Corona-Krise jeden Tag. Und vergangene Woche haben wir Ihnen und euch bereits berichtet, wie die Situation an der KU aussieht. Jetzt möchten wir ein kleines Update dazu geben. Und dazu habe ich erneut unsere Präsidentin Gabriele Gien hier vor mir. Und wir sprechen nochmal über die aktuelle Lage an der KU. Was können Sie dazu sagen? Gut, erstmal, ich fange mit den guten Nachrichten an. Die gute Nachricht ist, dass wir immer noch keinen bestätigten Corona-Fall haben. Wir werden natürlich täglich neue Updates in der Taskforce besprechen. Und eine Maßnahme, die wir jetzt gestern auch per Rundschreiben nochmal verkündet haben, ist die Möglichkeit, das Homeoffice weitgehend zu nutzen. Für die wissenschaftlichen Mitarbeiter ist es ohnehin relativ einfach. Das wissenschaftsunterstützende Personal ist jetzt aufgefordert, mit den Vorgesetzten noch zu besprechen, wie wir maximal die Risiken eingrenzen können und die Möglichkeit des Homeoffices genutzt werden kann. Viele Kollegen überlegen sich ganz vieles, das ist toll, so zum Beispiel die Bibliothek, und gehen nicht einfach hilflos mit der Situation um, und das macht dann auch ein bisschen Mut. Das ist sehr schön. Welche Einrichtungen sind denn nicht mehr geöffnet an der KU? Eigentlich alle Einrichtungen mit Publikumsverkehr. Das ist zum Beispiel die Mensa, das sind die Lesesäle der Bibliothek, das ist das Sportzentrum, das sind Seminarräume, in denen sich mehrere Menschen zusammentreffen, das ist der Pool des Rechenzentrums. Also die Logik ist eigentlich immer, wo viele Menschen zusammenkommen, werden die Räumlichkeiten geschlossen. Eigentlich wäre jetzt die Vorlesungszeit an den Fakultäten der Sozialen Arbeit und Religionspädagogik. Der Semesterstart hat sich ja auch für Sie verschoben. Wie geht es denn jetzt mit der Lehre weiter? Gut, so wie letzte Woche eigentlich schon gesagt, kann man das nicht genau antizipieren. Wenn man die Nachrichten und die Institutsmeldung mitverfolgt, wird es vermutlich auch noch eine weitere Verzögerung geben. Das heißt, wir rechnen damit, dass der Semesterstart sich noch weiter hinauszögert. Und jetzt sind halt Formate gefragt, wie E-Learning, selbstgeleitetes Lernen. Und ich kann jetzt schon sagen, dass die Kollegen und Kolleginnen große Kreativität jetzt bei der Gestaltung dieser Krise bewiesen haben und wir jetzt schon ganz tolle Vorschläge und Modelle jetzt auch diskutiert haben. Was passiert denn mit dem Tag der offenen Tür? Der war ja für den 25. April anvisiert. Wird da eine Alternative stattfinden? Genau, also der Tag selber, das ist völlig klar, wird nicht stattfinden, weil das natürlich eine unserer größten Veranstaltungen ist. Aber auch hier hat die Abteilung schnell reagiert und wir werden jetzt einen Online-Tag der offenen Tür machen, was auch den Vorteil hat, dass man einfach langfristig sich noch informieren und die Angebote beschnuppern kann. Und auch hier große Bereitschaft aller zu unterstützen. Haben Sie anschließend vielleicht noch eine kleine Motivationsansprache für unsere Mitglieder der KU? Ja, also ich glaube, wir müssen alle einen ruhigen Kopf bewahren und viele der Maßnahmen, die jetzt vielleicht auch so als Anweisung formuliert klingen, was den Hintergrund hat, dass wir selber von den Instituten oder vom Ministerium die Schreiben bekommen, sind Vorsichtsmaßnahmen. Und der beste Schutz für jeden ist, sich selbst zu schützen. Das heißt, weiterhin den Abstand einhalten, Versammlungen, Sozialkontakte meiden, so schwierig das ist. Und ich habe gerade heute, ich weiß nicht, ob man es in der Filmkamera sieht, eine sehr schöne Botschaft von einem Kollegen aus der Theologie bekommen mit einem Regenbogen und der Überschrift "Nicht alles ist abgesagt", und das möchte ich eigentlich am Schluss sogar noch vorlesen. Sonne ist nicht abgesagt, Frühling ist nicht abgesagt, Beziehungen sind nicht abgesagt, Liebe ist nicht abgesagt, Lesen ist nicht abgesagt, Zuwendung ist nicht abgesagt, Musik ist nicht abgesagt, Fantasie ist nicht abgesagt, Freundlichkeit ist nicht abgesagt, Gespräche sind nicht abgesagt, Hoffnung ist nicht abgesagt und Beten ist nicht abgesagt. Und ich glaube, wir alle beten und hoffen für uns gemeinsam. Ich glaube, ein schöneres Abschlusswort könnte man nicht finden. Vielen Dank, Frau Gien, dass Sie sich wieder Zeit genommen haben. Und wir halten Sie und euch natürlich weiterhin auf dem Laufenden auf unserer Homepage www.ku.de. Da haben wir extra einen Reiter Corona eingerichtet und natürlich auf unseren sozialen Medien wie Instagram oder Facebook.